Hallo, ich bin Age of Darkness und ich bin der Ersteller von Skull Island. If you want this translate to English, please use the subtitle button. So, meine Lieben, ich möchte euch heute mal eine Skull Island Tour geben, da es ab und zu doch einige Anfragen gab, ob man hier mal ein Video zu machen könnte zu diesen ganzen zu der ganzen Map und ob ich euch mal ein paar Sachen zeigen kann. Ich kann euch gleich sagen, es wird ein längeres Video, weil Skull Island ist zwar noch nicht komplett fertig, aber es ist dennoch schon eine sehr große Map. Das heißt, um alles hier mitzubekommen, euch alles anzugucken, müsst ihr euch etwas Zeit nehmen, weil das Ganze wird nicht ganz so schnell ablaufen. Ich werde allerdings euch die Map im Spectator-Modus zeigen, da das Ganze dann ein bisschen schneller von dann geht. So, ich würde sagen, wir fangen einfach von oben an mit Mystery Island. Das spawn ich jetzt mal und gehe gleich in den Spectator-Mode. Und dann zeige ich euch mal hier ein bisschen was zu Skull Island. Und erkläre euch natürlich auch etwas dazu. So, einen Moment, ich mache kurz den Spectator an. Hier ist er. Zack. So, das hier ist also Mystery Island. Das ist jetzt eine Map oder ein Map-Teil besser gesagt. Der erste Teil der Map besteht wie so aus lauter kleinen Inseln. Hier tun sich Anfängerspieler noch nicht allzu schwer. Wie ihr seht, hier gibt es hauptsächlich die Standard-Dinos, die auch so am Strand auf der Island oder auf anderen Karten findet. Das einzig Besondere auf diesem Inselabschnitt hier ist einmal dieser Berg. Hier ist nämlich der einzigste Greifspawn, wo ihr Greife finden könnt und ebenfalls Kristall und Metall. Wenn wir hier weiter runter gehen, zu diesem Abschnitt, dort kommt ihr in den Mystery Underground. Dazu hier einmal durch die Höhle durch und dann seht ihr hier unten geht es noch weiter. Und der untere Teil, in den ich jetzt gerade mit euch gehe, hier ist ein bisschen mehr Aberration-Style vorhanden und hier könnt ihr auch gewisse Sachen von Aberration finden, wie zum Beispiel, was ihr hier schon seht, die Pilze. Ebenso Pilzholz könnt ihr alles hier bekommen. Hier unten sind dann hauptsächlich die Aberrant Dinos vorhanden, also die etwas leuchten. Ebenso könnt ihr hier eure Batterien aufladen, die ihr vielleicht schon aus Aberration kennt. Hier sind auch diese Ladestationen dafür und ebenso findet ihr hier unten Gasquellen und die Z-Pflanzen, wo ihr dann natürlich den Samen von der Pflanze Z bekommt. Ebenso könnt ihr hier noch andere Aberration Ressourcen abbauen, wie zum Beispiel hier die blauen Kristalle, ebenso gibt es die grünen und die roten. Könnt ihr hier in diesem Levelabschnitt finden. Hier unten gibt es auch zwei spezielle Dinos, die ihr hier finden könnt. Das eine ist einmal hier oben. Um hier hochzukommen, braucht ihr entweder ein Flugdino, Kletterwerkzeug oder einen Revanger, den ihr ebenfalls hier finden könnt. Und hier oben habt ihr dann auch die Möglichkeit, die Rockdrake Eier zu finden. Hier sieht man schon eins und hier oben gibt es ebenfalls die roten Kristalle. Dieser Bereich hier von den Rockdrakes ist sehr, sehr klein gehalten. Ich kann hier auch einmal komplett gerade im Spectator Mode für euch durchgehen. Dann seht ihr, hier ist schon Ende.
Ist also wirklich sehr klein gehalten. Allerdings nicht unbedingt einfacher, hier Eier zu klauen. Okay, das wäre das eine, was hier besonders ist. Und zudem gibt es hier noch einen kleinen Special, den ich hier eingebaut habe. Und zwar kann man hier auch den Phönix finden, der wahrscheinlich den Scorched Earth Spielern schon bekannt ist. Jedoch ist hier eine kleine Besonderheit, also hier der Lava Lake, der flimmert jetzt leider ein bisschen im Spectator Mode, aber wenn man näher dran ist, wie es jetzt im Normalfall der Fall wäre, dann flimmert er eigentlich nicht. Das ist jetzt komischerweise bloß im Spectator Mode. Sonst sieht der Lavasee so aus. Warum er manchmal flimmert im Spectator Mode, kann ich euch leider auch nicht sagen. Aber man sollte die Map ja auch nicht im Zuschauermodus spielen, sage ich mal. So, das ist dann also Mystery Island und der Untergrund. Fast jede Insel hat auf dieser Karte einen Untergrund. Und an diesem Lavasee können eben auch Phönixe spawnen. Die sind allerdings etwas selten. Aber dafür braucht ihr kein Hitze-Event, wie es auf Scorched Earth der Fall ist, sondern im Mystery Underground sind die Phönix die ganze Zeit verfügbar. Sie sind bloß sehr selten. So, dann würde ich sagen, wir gehen direkt hier rüber zu Forest Island. Obwohl wahrscheinlich manche, die Skull Island schon gespielt haben, diese zwei Inseln wahrscheinlich schon sehr gut kennen, weil es waren die ersten, die fertiggestellt worden sind. Ja, das, was ihr natürlich auch seht, wo ich mich jetzt allerdings nicht allzu viel beschäftigen werde in diesem Video, ist natürlich der Ozean, den ihr hier seht. Und da oben hat man auch gerade ein bisschen was von der schwebenden Insel hier auf Skull Island gesehen. Die kleine schwebende Insel werde ich auch auslassen, denn die ist wirklich nicht groß. Die ist eigentlich hauptsächlich gedacht für komplette Ark-Neulinge. Da kann vielleicht auch maximal ein Tribe eine Base drauf bauen. Dann ist die Insel besetzt. Und die ist nicht besonders, drum möchte ich mich mit der jetzt nicht in diesem Video lange befassen, denn wir haben wieso noch einiges vor uns. Wir fangen ja erst an. Auf jeden Fall hier seht ihr schon, also im Forest-Bereich könnt ihr dann auch Biber finden und die Biberdämme. Im Grunde ist diese Insel eigentlich aufgebaut wie das Mammutwaldbiom auf der Island. Loot Crates etc. ist alles vorhanden, wie ihr seht. Ebenso von allen bis jetzt veröffentlichten offiziellen Maps von Ark. So, über diesen großen Höhleneingang, wie man sieht, kommt ihr dann in den versunkenen Dschungel. Das ist dann praktisch die Untergrundebene hier von Forest Island. Da kommt ihr hier dann eben in ein Dschungelbiom. Eine Besonderheit ist, diese großen Bäume, die ihr hier im Dschungel finden könnt, können genauso genutzt werden wie die großen Mammutbäume im Waldbiom. Das heißt, hier könnt ihr euer Harz sammeln, ihr könnt Baumplattformen etc. dran bauen. So, das Dschungelbiom ist in mehrere Teile aufgeteilt. Wie ihr seht, das gerade eben war der Startbereich. Hier oben gibt es dann noch verschiedene kleine Steinplattformen, wo sich ebenfalls ein paar wichtige Ressourcen drauf finden lassen. Und natürlich könnt ihr sowohl hier oben wie auch unten im Dschungelgebiet eure Base errichten, wenn ihr das wollt. Ja, ebenso gibt es dann hier eben den Tempel, den werde ich euch jetzt auch nicht komplett zeigen, sondern ich werde hier bloß mal in die obere Ebene gehen.
erforschen könnt ihr den Tempel ja dann, wenn ihr das Ganze spielt. Hier findet ihr auf jeden Fall ein Portal, was mich auch manche gefragt haben, wo sind denn hier die Portale beziehungsweise die Arcs, also richtige Arcs gibt es hier nicht, also diese Türme sucht ihr vergebens, sondern ihr werdet hier bloß diese Plattform finden. Ich werde euch jetzt auch nicht zeigen, wo natürlich die ganzen Artefakte und so versteckt sind, weil die sollt ihr natürlich selber finden. Bis jetzt, oder zum jetzigen Stand besser gesagt, von dieser Map könnt ihr bis jetzt 4 Mini-Bosskämpfe machen. Das ist einmal gegen den Forest Titan, den Desert Titan und den Ice Titan und dann noch eine von mir selbst erschaffene Kreatur, nämlich den God Reaper. So, dieser Bereich hier ist dann so ein kleiner, sehr harter Bereich. Das ist nämlich der vergiftete Wald. Ihr werdet merken, dass man da auch nicht so ohne weiteres reinmarschieren sollte. Hier oben habt ihr ebenfalls wieder eine Steinfläche, wo ihr wieder gewisse Sachen finden könnt. Und hier haben wir noch mal einige Bäume und hier hätten wir dann noch ein Special. Nämlich in dieser Ecke hier und nur in dieser Ecke könnt ihr diese Riesenkrebse finden von Aberration. Und das, was ihr natürlich hier im gesamten Dschungelgebiet finden könnt, ist dann der Deinonychus, der mit Valguero dazu kam. Und natürlich könnt ihr auch in diesem Gebiet dann die Eier dafür finden. So, ich werde jetzt hier einfach wieder straight durch die Decke gehen, damit das Ganze schneller geht. Ihr habt ja den Eingang und das alles gesehen, wie ihr hier reinkommt. Hier könnt ihr noch mal kurz so einen Blick auf Forest Island werfen. Durch ganz Forest Island führt auch ein Fluss und in diesem Fluss könnt ihr dann auch Blutekel etc. finden. Ebenso natürlich im großen See, über den ihr dann auch in den Untergrund kommt, wo das Dschungelgebiet ist. Wie ihr auch so seht an den Kreaturen, die hier rumlaufen, hier sind halt so die Waldkreaturen, allerdings gemischt von allen Karten. Hier läuft zum Beispiel gerade ein Gacha, der hier seine Runden zieht. Und sonst findet ihr eigentlich genau die Dinos, die ihr sonst auch in den anderen Waldbiomen finden könnt. Auf der gesamten Map könnt ihr dann auch alle Dinos finden, die bis jetzt veröffentlicht worden sind von Ark. Da ist gerade ein, wie heißen sie gleich nochmal hier? Ja, hab gerade den Namen vergessen, ist auf jeden Fall hier gerade auf einer schwebenden Insel gespawnt. Da seht ihr übrigens nochmal die schwebenden Inseln, die es gibt. Insgesamt sind es 2 Stück, einmal Titan Island und einmal Floating Island. So, dieser Bereich wäre dann das Wüstengebiet, das ist Desert Island. Hier seht ihr also, könnt ihr hauptsächlich Wüstentiere finden, die eben zur Wüste passen. Die findet ihr alle hier. Hauptsächlich natürlich die ganzen Scorched Earth Kreaturen soweit. Und hier gibt es dann noch die Besonderheit, zeige ich euch jetzt auch bloß kurz. Hier gibt es dann noch eine Wüstenstadt, wie ihr das Ganze seht. Und in diesen kleinen Häusern hier können Waffenkisten spawnen. Da bekommt ihr dann besonders gute Waffen raus. Und hier hätten wir nochmal so ein Terminal.
Ihr seht also, die Terminals sind durchaus vorhanden. Und hier werde ich euch jetzt nicht zeigen, wie ihr hinkommt, weil das sollt ihr selber rausfinden. Deswegen gehe ich hier jetzt einmal straight wieder durch den Boden. Hier ist dann nochmal ein schöner Special-Bereich. Ich denke, für PvP-Spieler ist dieser Bereich besonders interessant. Das ist dann nämlich die versteckten Oasen hier. Und hier gibt es auch eine Besonderheit. Hier gibt es nämlich insgesamt auch 2 Bereiche. Also das hier sind die versteckten Oasen. Das ist eine versteckte Area, kann man sagen, ein versteckter Bereich. Und damit ihr einen Anreiz habt, diesen Bereich mal zu finden, wenn ihr Skull Island spielt, zeige ich euch hier noch was euch den entsprechenden Anreiz geben sollte. In dieser Höhle hier müsste eigentlich hier in einer Ecke sein. Ich weiß jetzt bloß gerade nicht, in welchem Höhlenbereich ich gerade bin. Da spawnt also ein Artefakt. Das zeige ich euch mal. Dann habt ihr nämlich einen Anreiz, mal diesen versteckten Platz hier zu finden. In diesem versteckten Platz könnt ihr natürlich auch eine Base errichten. Wenn ihr das wollt, dann seid ihr halt im Untergrund und müsst ziemlich oft an die Oberfläche. Allerdings denke ich für PvP-Spieler sehr interessant, weil man hier nicht so ohne weiteres mit Dinos hinkommt. Das heißt, man ist relativ raid-sicher und vor allem müssen die Spieler erstmal diesen Ort finden. So, hier haben wir jetzt nochmal einen kleinen Mini-Bereich. Das ist die Wyvern-Halle. Ja, und wie ihr euch denken könnt, was ihr hier natürlich finden könnt, sind natürlich die ganzen Nester. Das irgendwie, ich weiß nicht warum, wieso, es hier komischerweise immer wieder Probleme gab mit den Spawns, also mit den normalen Spawns. Also hier hätten wir jetzt zum Beispiel so einen normalen Spawn, wie ihr seht. Ne? Hier könnte man jetzt das Ei wegcrappen. Allerdings, wenn die einmal abgeerntet sind, dauert es irgendwie relativ lange, bis die nachspawnen. Deswegen habe ich hier noch ein paar Spezialnester hingepackt. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Spezialnest. Und diese Nester haben ein Inventar. Und dann könnt ihr euch das Ei aus dem Inventar holen, ist allerdings auch ausbrütbar. Und dann könnt ihr eure eigenen Wyvern haben. Ja, das sind also die versteckten Oasen. Wie gesagt, wie man da hinkommt, zeige ich euch nicht. Das sollt ihr selbst rausfinden. Dann habt ihr das Ganze mal gesehen und dann gehen wir auch schon direkt jetzt zur nächsten Insel. Ach ja, was es hier natürlich auch gibt in der Wüste, sind hier diese Galsiere. Die sind total spontan von Ausbruch her, also wann die losspucken und so, könnt ihr nicht beeinflussen. Und Wasserquellen gibt es hier natürlich auch, wie man sieht. In den ganzen Höhlen hier, da hat gerade einer gespuckt, haben wir leider verpasst. Da spuckt nochmal einer, also die Galsiere funktionieren, wie ihr seht. Und hier sind natürlich auch mehrere kleine Wüstenhöhlen verbaut und in diesen Höhlen könnt ihr bauen. Also da könnt ihr ebenso eure Base errichten. So, hier wäre jetzt Tech Island. Diese Insel ist dann Extinction angelegt. Seht ihr schon hier an diesen roten Bäumen, die gibt es ja auch auf Extinction, ebenso hier die tote Vegetation und so weiter und so fort. Dieser Bereich ist genau wie in Extinction der gefährliche Bereich. Hier bekommt ihr auch denselben Buff wie in Extinction, das heißt, hier habt ihr mehr Hunger und mehr Durst. Allerdings ist es hier auch genau wie auf Extinction.
Hier gibt es Tech City. Und das ist praktisch wie die Stadt auf Extinction, ne? Also das ist dann praktisch die Safe Zone. Da habt ihr diesen Hungerstatus nicht. Da sind auch keine korrupten Dinos. In diesem Bereich findet ihr halt nur korrupte Dinos. Hier vorne hat sich gerade Tech City aufgebaut. Kann ich auch mal kurz drüber fliegen, dann seht ihr das auch mal. Da kriegt ihr dann auch die ganzen mechanischen Dinos her. Bei Tech City habe ich auch festgestellt, dass hier leider teilweise Ladeprobleme gibt. Wenn ihr jetzt nicht auf vollen Epic-Einstellungen spielen könnt, dann wird die aus irgendeinem Grund nicht komplett geladen. Bis jetzt habe ich dafür noch keine Lösung gefunden, um das auch für Leute, die eben eine schwächere Grafik haben, zur Verfügung zu stellen. Und wie ihr seht, hier findet ihr also diese ganzen mechanischen Dinos. Die könnt ihr nur hier finden, in dem Bereich. Und ebenso den Elementstaub und so könnt ihr alles nur hier abbauen. Hier gibt es dann auch die City Terminals, die Extinction-Spieler ja schon kennen werden. Und wie ich euch ja schon gesagt habe, hat fast jede Insel nochmal einen Untergrund. In diesem Fall unter Tech Island liegt dann Nightmare Island. Da kann ich jetzt auch mal schnell mit euch durch. Allerdings kommt ihr an diesem Bereich, wie ihr seht, nicht ganz so leicht, weil ihr habt eine sehr weite Unterwasserstrecke, die ihr zurücklegen müsst. Also ein Taucheranzug oder ähnliches ist auf alle Fälle empfehlenswert, wenn ihr nach Nightmare Island wollt. So, das war also der ganze Unterwassergang. Und dann geht es hier ein ganzes Stück tiefer. So, machen wir jetzt mal ein bisschen schneller, ne? Weil es ist doch ein relativ langer Weg. So, das hier ist dann jetzt Nightmare Island. So, hier findet man ebenfalls einmal die Z-Pflanzen, wie ihr hier sehen könnt. Hier ist ebenfalls als Wasserquelle die, wie es auf Scorched Earth gibt, also die Wasseradern. Und auch die Gasquellen habt ihr hier. Das, was jetzt natürlich bei mir nicht funktioniert, weil ich im Betrachtermodus hier euch das Ganze zeige, ist, hier habt ihr dann natürlich hier zum Beispiel, da war es ja, die Seekers sind hier unten unterwegs, also ist das eher ein Bereich, wo ihr Licht meiden solltet. Und was es hier auch gibt, ist, hier habt ihr zum Beispiel eure erste Chance, euren Reaper herzubekommen. Denn hier spawnen sowohl die King Reaper wie auch die Reaper Queens. Und mit denen ihr euch hier natürlich auch noch rumschlagen könnt, sind dann die Nameless. Und hier habt ihr dann auch das Terminal von Nightmare Island. Und hier könnt ihr auch den ersten Miniboss beschwören. Hier könnt ihr gegen den God Reaper kämpfen. So, okay. Haben wir das auch abgeschlossen. Das ist also Tech Island. So, jetzt haben wir leider gerade Nebel und Regen auch noch. Das heißt, unsere Sicht ist jetzt leider gerade ein bisschen eingeschränkt. Ich gehe trotzdem schon mit euch auf die nächste Insel rüber. Denn die Zeit habe ich jetzt nicht, dass ich hier warten könnte, bis der Nebel vorbei ist. Aber für die nächste Insel ist das gar nicht so störend. So, das hier ist dann Lost Island. Hier sieht man also, ist alles ein bisschen
auf mysteriös gruselig aufgebaut. Hier seht ihr jetzt, hier spawnen ein paar Special Dinos. Im Grunde sind das dieselben Dinos, die es auch so gibt. Die sind von mir bloß ein bisschen modifiziert worden. Das sind dann nämlich alles hier Geister, die hier rumlaufen. Und jetzt gerade seht ihr die relativ gut, die ganzen Geister-Dinos, weil es gerade Nebel ist. In der Nacht sieht man sie auch gut. Wenn allerdings klarer Tag ist, dann sind die fast unsichtbar für euch. So, hier hätten wir dann das Lost Castle, also das verlorene Schloss. Hier würde ich euch allerdings raten, im Moment noch nicht reinzugehen, denn das hier ist der einzigste Bereich, der noch nicht komplett fertig ist, und hier ist ein Mechanismus verbaut, den ihr noch nicht rückgängig machen könnt. Wenn ihr hier nämlich das Schloss betretet, dann seid ihr eigentlich zum Kämpfen oder zum Sterben verurteilt. So, hier ist gerade was gespawnt, wie ihr seht. Hier spawnen dann also Kreaturen, wenn ihr euch hier durch das Schloss aufmacht. Wie ihr seht, ist auch noch nicht allzu viel Dekoration hier vorhanden, weil das ist noch nicht komplett fertig. Das hat sich alles ein bisschen als schwieriger herausgestellt und deswegen ist das leider noch nicht komplett fertig. Allerdings bin ich gerade mit anderen Moddern dran, dass das richtig funktioniert. Auf jeden Fall ist die Hauptidee dann, dass ihr eben in dieses Schloss reingeht und euch den Weg freikämpfen müsst. Und warum ich euch gewarnt habe, ihr sollt hier nicht reingehen im Moment, weil es eben noch nicht komplett fertig ist. Es schließt sich dann nämlich die Tür und die Tür geht im Moment nicht mehr auf. Das heißt, ihr werdet dann dauerhaft drin gefangen. Wäre ein bisschen ärgerlich für euch, also meidet im Moment bitte noch Lost Castle. Aber ich schreibe ja immer alles ordentlich in die Patch Notes rein. Da werde ich dann auch verkünden, wenn Lost Castle richtig funktioniert. So, hier sind wir dann schon auf der nächsten Insel. Das ist die zweitgrößte Insel, die es hier gibt. Das ist dann Lava Island. Hier seht ihr, ist so ein bisschen ein Mix aus Ragnarok und Descenter von den Vulkaninseln. Auf dieser Insel findet ihr hauptsächlich gefährliche Kreaturen, also auch überwiegend Fleischfresser. Und auch hier habt ihr die Möglichkeit, tada, hier gibt es auch Wyverns an dem Lavasee und auch hier müssten eigentlich Eier spawnen. Da haben wir ein Nest. Hier gibt es ebenfalls die permanenten Nester, die immer da sind, und es gibt auch die Nester, die eben durch die Wyverns gespawnt werden. Aber wie man sieht, hier zum Beispiel ist gerade der Fehler da, dass hier kein einziges Nest vorhanden ist, das gerade durch die Wyverns spawnen sollte. Aber wie ihr seht, ihr könnt trotzdem immer Nester finden. So, auch hier gibt es dann natürlich einen Höhleneingang. Der befindet sich hier vorne. Und hier haben wir dann die erste Special-Kreatur, die ihr nur auf meiner Map finden könnt. Und zwar in dieser Lavahöhle hier. Ich werde gerade mal einen suchen. Da haben wir auch schon einen. Also hier könnt ihr die Höllenhunde finden. Der backt gerade ein bisschen rum. Aber hier findet ihr also die Höllenhunde, die allerdings, denke ich mal, hauptsächlich nur für Spieler interessant sein werden, die eben die Karte, wie sie vorgesehen ist, im PvP-Modus spielen. So, und wie ihr seht, wir haben jetzt noch nicht viele Inseln abgeklappert und wir sind schon gleich bei einer halben Stunde. Und wir haben noch ein paar Inseln vor uns. So, und dann die nächste Insel. Die hier lasse ich jetzt mal mit Absicht aus. Das ist die letzte Insel, die ich euch zeigen werde, sondern wir werden jetzt hier rüber auf diese Insel gehen.
Das ist dann nämlich Dead Island. Hier, was ja schon vielen gefallen hat, hier findet ihr dann diese Halloween-Bäume, sage ich mal, ne, diese Geisterbäume. Hier ist auch relativ die ganze Vegetation ziemlich tot. Aber hier ist dann der einzigste Ort, wo ihr die ganzen Knochendinos finden könnt, die damals zum Event 4 Evolved von Ark erschienen sind. Die gibt es hier auf dieser Map dauerhaft. Sogar ein paar Sondersorten, wie zum Beispiel hier. Ihr könnt hier auch ein Giganoto finden, ebenso einen Knochenquetz. Und eigentlich müssten hier auch Knochendrachen, also Bone Wyverns rumflattern. Ich sehe bloß gerade leider keinen. Aber ihr wisst ja selber nicht, jede dieser Knochenkreatur kann dann gezähmt werden, weil es teilweise Alphas sind. Die anderen könnt ihr alle ganz normal zähmen, wie die anderen auch. Und habt dann euren eigenen Skelett-Dino. Für die Leute, die das so toll fanden und sich die gewünscht haben, die findet ihr also hier auf Dead Island. Ebenso auf Dead Island habt ihr dann hier den Untergrund. Das sind die Katakomben. Hier seht ihr dann, gibt es hier auch natürlich wieder Skelett-Dinos und jede Menge Grabstellen. Und hier gibt es auch was Besonderes, nämlich eine besondere Art einer Lootkiste. Nämlich das sind dann hier diese Särge. Da könnt ihr auch Random Stuff drin finden. Und was ihr hier unten auch finden könnt, sind ebenfalls nochmal, wenn sie gespawnt sind, ich kann mal gerade gucken. Weil hier gibt es auch komischerweise teilweise Probleme mit diesen Wyvern-Nestern. Im Moment scheint kein Star zu sein. Ne, ist leider gerade kein Star. Das heißt, die sind entweder gerade abgelaufen und müssen neu spawnen. Oder sie haben gerade diese enorme Spawn-Verzögerung. Und auch hier seht ihr, haben wir nochmal so ein Terminal. Das hier ist also auch ein Terminal. Hier wird der erste Endboss dann rufbar sein, der leider noch nicht komplett fertig ist. Deswegen gibt es den noch nicht. Okay. So, dann sind wir wieder an der Oberfläche und machen uns auf zur nächsten Insel. So, jetzt muss ich mich gerade orientieren, wo wir denn gerade rausgekommen sind. Das da war Lava Island, die will ich euch zum Schluss zeigen. Dann müsste es die Insel hier vorne sein, die man gerade wegen dem Blendeffekt nicht ganz so gut sieht. Aber wenn wir da näher dran sind, dann seht ihr die auch sehr gut. Das können wir auch mal nutzen. Und ich kann euch mal kurz so ein bisschen die Unterwasserwelt zeigen. Also so sieht es hier im Ocean aus. Das hier ist auch der einzigste Bereich, also die erste Ebene, wo es eben einen Ozean gibt. Und hier könnt ihr eben die üblichen Meereskreaturen finden. So, hier ist dann die letzte Insel, die ich euch heute zeigen werde. Ich denke nämlich, dann haben wir alle Inseln. Wie gesagt, die 2 schwebenden Inseln werde ich auslassen, weil die sind jetzt nicht besonders interessant. Das hier ist dann also die Ice Island. Das ist praktisch das Schneebiom. Und hier findet ihr natürlich alle möglichen Tiere und Kreaturen, die eben im Schnee vorkommen. Natürlich wieder von allen Karten gemischt. Also hier könnt ihr sowohl den Ice Jumper, da vorne haben wir zum Beispiel einen, da die fighten gerade, ebenso die Schneeeulen, Pinguine etc. findet ihr also alles hier in diesem Bereich.
Natürlich ist es hier empfehlenswert, Schneekleidung zu tragen, weil, wie man weiß, im Schneegebiet ist es kalt. Hier haben wir dann ebenfalls wieder ein Portal, wie ihr seht. Hier ist dann also das Eisportal und dort könnt ihr auch den Eistitan beschwören. So, und wie ich euch schon gesagt habe, gibt es eigentlich auf jeder Insel auch einen Untergrund. Den gibt es hier natürlich auch. Hier ist er ein bisschen kleiner gehalten, wie ihr seht. Und hier findet ihr dann die Eiswürmer, wie ihr seht. Hier spawnen auch die Nester. Komischerweise klappt das hier ganz gut mit dem Nestspawn. Hier ist so ein Nest von mir, aber hier alles, wo die blauen Eier drin sind, kennt ihr ja, sind dann die Standardeier von den Eiswürmern. Die findet ihr also in dieser Höhle und ebenso, ich werde jetzt nicht runtergehen, weil der Bereich ist wirklich bloß sehr klein, aber wenn ihr euch da mal runter traut, hier gibt es dann noch eine Unterwasserhöhle. Und wahrscheinlich können sich manche vorstellen, dass es da besondere Sachen zu finden gibt. Ja, damit hätten wir Ice Island auch abgeschlossen. Auf jeder dieser Inseln habt ihr dann natürlich auch die Möglichkeit, eben direkt zu spawnen, wenn ihr das wollt. Hier gibt es überall Player Spawn Points. Die einzigste Insel, die keinen Spawn Point hat, oder es gibt eigentlich zwei Inseln, die keinen Spawn Point haben. Das ist einmal Titan Island. Das ist eine dieser schwebenden Inseln. Und wie gesagt, die schwebende Insel zeige ich euch jetzt auch nicht, weil ihr seht, die sind wirklich nicht groß. Da gibt es nicht viel zu sehen. Da sind ein paar Bäume drauf, ein paar Tiere und das war's. Ja, den Boss, den ihr natürlich auch noch beschwören könnt, der schon bereits verfügbar ist, wäre dann einmal der King Titan. Und auf der Insel, wo wir uns jetzt befinden, das ist Skull Island, wovon die ganze Map ja eigentlich handelt. Also das hier ist praktisch die wichtigste Insel auf der gesamten Map. Wie ihr seht, hier laufen auch bloß die bösen Kreaturen rum. Ich denke mal nicht, dass hier auch mal irgendwie einer auf die Idee kommt, eine Base aufzubauen. Ihr könntet es aber. Das ganze Gebiet hier ist bebaubar. Und hier oben habt ihr dann auch den Punkt, wo ihr die heißgeliebten Gigas finden könnt. Die ganzen PvP-Spieler, glaube ich, werden diesen Bereich hier feiern. Und da dieser Bereich durch die ganzen Gigas extrem gefährlich ist und wahrscheinlich für die meisten Spieler auch ein schnelles Ableben zur Folge haben wird, ihr seht, hier oben ist ein richtiges Metallparadies, allerdings nicht ganz ungefährlich. So, hier gibt es auch die, glaube ich, den meistbekannten Spielern, die Schädelhöhle. Die sieht so aus. Der Eingang hat also hier eben einen Totenkopf im Felsen integriert. Und das ist gleichzeitig mittlerweile der Eingang zur zweiten Ebene. Die Skullhöhle war jetzt ziemlich lange verschlossen. Da seid ihr als Spieler nicht reingekommen. Allerdings habe ich da die ganzen Probleme im Untergrund jetzt lösen können. Und ihr seht, ihr habt hier einen mega langen Tunnel, der euch sehr, sehr tief runterführt. Und da werde ich euch jetzt auch noch kurz zeigen, was bis dahin dort alles fertiggestellt worden ist. Es kommt natürlich noch einiges dazu. Also das, was ich euch jetzt zeigen kann, ist ungefähr die Hälfte vom Untergrund. Es ist noch ein bisschen weniger wie die Hälfte, aber ist ganz gut. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel schon mal einmal hier so ein Special Loot, wie ihr seht. Die spawnen hier unten also auch.
Das hier ist dann wieder ein zweites Wüstengebiet, wie ihr seht. So, dann gehen wir hier direkt weiter. Durch das Wüstengebiet kommt man in verschiedene Bereiche. Das ist praktisch so die Eingangshalle, die ist noch auch relativ harmlos gehalten. Und hier kommt ihr dann auch in das nächste Waldgebiet, wie ihr seht. Hier kann ich allerdings auch schon Spieler vorwarnen, die jetzt nicht unbedingt die besten Grafikeinstellungen nutzen können. Wenn ihr keine guten Grafikeinstellungen habt, dadurch, dass hier sehr, sehr viel von diesen Bäumen, von diesen Tannen eben da sind, hier könnte es also sein, dass es bei euch ein bisschen leckt am Anfang, bis das ganze Zeug geladen ist. Ich habe jetzt hier dank meiner doch relativ guten PC-Ausstattung kein allzu großes Problem. Und hier ist dann auch ein besonderer. Hier findet ihr nämlich, wie ihr seht, dann den Brachiosaurier. Der ist besonders gut, wenn ihr mal ein bisschen mehr tragen wollt. Der hat die doppelten Werte eines Brontos. Ist allerdings genauso langsam wie ein Bronto, kann ebenfalls mit einem Sattel ausgestattet werden, einmal normal und auch mit einem Plattformsattel. Und das ist die einzigste Region auf Skull Island, wo der Brachio spawnt. Das heißt, wenn ihr einen haben wollt, müsst ihr euch hier in den Untergrund trauen. So, hier gibt es dann auch nochmal so einen kleinen Forest Lake, einen Waldsee. Und hier, wie ihr seht, gibt es noch ein paar Wasserfälle. Ja, das hier ist gerade noch so ein Problem, darum sage ich ja, es ist noch nicht komplett fertig. Ihr seht, hier ist die Map-Border, also die Map-Begrenzung. Allerdings ist das bloß die grafische, also ihr habt hier kein Problem. Ihr kommt hier auch als Spieler ohne Probleme durch. Aber da muss ich mich nochmal dran setzen und das richtig schön machen. So, hier kommt ihr dann schon ins nächste Gebiet. Das hier ist dann das Lost City Gebiet. Wie ihr seht, hier ist so ein bisschen auf Ruinen gemacht. Und hier gibt es eine kleine verlassene Stadt. Ist natürlich auch sehr interessant für euch, kann ich euch sagen, weil hier in dieser Stadt könnt ihr auch ganz spezielle Sachen finden. Und ebenso gibt es hier eine Kreatur, die es meines Wissens bis jetzt auch bloß hier gibt. Die ist von Atlas übernommen worden von mir. Und zwar sind das die Gorgon, also praktisch die Medusa. Allerdings sind die bei mir komplett anders wie im Spiel Atlas. Die sind extrem stark, diese Kreaturen, und haben eine ganz fiese Sonderattacke, sind natürlich nicht zähmbar. So, dann kann ich euch noch was Kleines zeigen. Allerdings hört hier dann auf dieser Seite gerade die fertiggestellte Map leider schon wieder auf. Aber hier seht ihr, habt ihr so ein Tor, was verschlossen ist. Das könnt ihr allerdings öffnen durch diesen, ja, wie soll man sagen, Opferschale nenne ich es jetzt einfach mal. Da könnt ihr was Gewisses opfern, dann geht diese Tür auf und dann könnt ihr dahinter was ganz Spezielles finden. Allerdings ist das auch ein bisschen ein versteckter Bereich und deswegen werde ich euch jetzt auch nicht direkt zeigen, wie man da reinkommt und was da zu finden ist. Der Bereich ist auch noch nicht wirklich fertig, also der hier ja, der hinter der Tür nein. So, dann gehen wir zurück in das Waldgebiet. Hier gibt es dann übrigens auch, ihr könnt das mal sehen, diese giftigen Pilze. Die sollten Aberration-Spielern auch schon bekannt sein, dass es dann hier auch nicht so toll ist, wenn man diese Pilze nicht sieht.
Und ebenso werde ich euch aber auch nicht zeigen, wo ihr das findet. Das sollt ihr selber rausfinden. Hier gibt es eine spezielle Pflanze, die für euch noch sehr wichtig sein wird, wenn ihr diese Map wirklich ernsthaft spielen möchtet. So, weiter kommt ihr in diesem Gebiet noch nicht. Also diese Ecke hier besteht bloß aus dem Waldgebiet und der verlorenen Stadt oder verlassene Stadt, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. Hier in diesem Bereich, wie ihr seht, weil wir gerade Nacht haben, hier existiert also auch ein Tag-Nacht-Zyklus. Das heißt, hier wird es dunkel und hell in diesem Bereich. In den anderen Bereichen habt ihr das nicht, werdet ihr jetzt auch gerade sehen. So, hier ist genauso hell wie sonst auch. Und hier kommt ihr dann auch noch in den Crystal Forest, also den Kristallwald. Ist auch eher etwas klein gehalten, dieser Bereich hier. Allerdings denke ich mal, dass hier Freunde vom Kristallen ihre Freude haben werden. Hier könnt ihr ebenfalls einmal die ganzen Leuchtkreaturen finden und ein paar von den Aberration, also von den Aberrant Kreaturen, die findet ihr ebenfalls hier in diesem Bereich. Aus diesem Bereich habt ihr wieder die Möglichkeit, in 2 Gebiete vorzudringen. Ich werde euch jetzt einmal das gefährliche Gebiet zeigen. Hier haben wir dann nochmal etwas, was ein bisschen im Aberration-Style ist, wie ihr seht. Und hier, man erkennt es wahrscheinlich schon an den Höhlen. Bloß hier ist leider gerade nichts gespawnt. Dasselbe habt ihr nochmal dann hier oben. Hier gibt es also auch Plattformen. Und hier habt ihr ebenfalls nochmal die Möglichkeit, eben die Rockdrake-Eier zu finden. Hier gibt es auch mehr, also ihr habt einmal diese Area, wo ihr die finden könnt. Ebenso könnt ihr hier so ziemlich jeden Aberration-Stuff finden. Und hier seht ihr auch, da sind nochmal einige von diesen Nistplätzen vorhanden. Da haben wir auch gerade einen Steindrache, der hier gerade die Mauer hochklettert und da ist auch ein Ei gespawnt. Ist auch eher ein gefährliches Gebiet und für die, die es vom Bild schon so gerne hatten, hier befindet sich auch dieses riesige Skelett. Das ist also dieser Bereich hier. Es herrscht übrigens in diesen Bereichen keine Radioaktivität. Allerdings werde ich die auch noch einbauen. Allerdings habe ich da im Kopf ein paar andere Gebiete. So, das hier ist dann die nächste Dschungelebene, wie ihr sehen könnt. Und hier habt ihr eben auch die Möglichkeit, wieder zurück zum Kristallwald zu kommen. Das heißt, ihr seid nicht gezwungen, durch die gefährliche Steindrachen-Ebene zu gehen, um hier in das Dschungelgebiet zu kommen. Hier gibt es auch einmal eben den Dschungel hier unten. Und dann habt ihr hier noch einen Dschungel hier oben und hier befindet sich auch ein See, was die einzigste Wasserquelle in diesem Gebiet ist. So, wenn ihr dann das Dschungelgebiet hier verlasst, dann kommt ihr direkt in ein Sumpfgebiet. Das Ganze sieht dann so aus. Hier habt ihr auch mit jede Menge giftigen Pflanzen und so weiter zu kämpfen. Das ist also alles hier nicht so ganz ohne. Hier muss man ein bisschen aufpassen, wenn man sich hier aufhält. Kann natürlich auch ein relativ guter Schutz sein, eben hier gewisse Base zu bauen. Dann seid ihr ein bisschen versteckt und ihr habt durch diese ganzen giftigen Pflanzen etc. noch einen Vorteil. Und hier ist dann auch die Stelle, wie ihr seht, wo ihr die X-Pflanzen finden könnt. Und hier könnt ihr auch nochmal diese Riesenkrabben finden. Das Sumpfgebiet ist relativ groß, wie ihr hier seht. Insgesamt sind es 4 Kammern, die alle voll mit Sumpf sind. Und hier könnt ihr natürlich auch alle Sumpfkreaturen finden, das heißt die Frösche etc. Das ganze Zeug findet ihr dann hier. Und von dem Dschungelgebiet
habt ihr bis jetzt die Möglichkeit, dann hier noch zum Kristallsee vorzudringen. Das Ganze ist wieder ein Mix aus Aberration und auch ein bisschen Extinction ist hier mit drin. Das ist dann also der Bereich und hier kommt ihr dann auch ziemlich schnell in einem Bereich, der dann wieder sehr friedlich ist. Hier hätten wir dann einmal die Marshlands. Für diejenigen, die jetzt mit Marshland nicht direkt was anfangen können, also Marshland ist eine englische bzw. amerikanische Bezeichnung für ein Mischgebiet, was Sumpf und Wald und Grasflächen beinhaltet. Und genau das Thema ist hier also in dieser Region, wie ihr seht, dann auch vorhanden. Hier gibt es dann auch Berge und so weiter und so fort. Das hier ist also eine Mischung aus Wald und Sumpf. Das Gebiet ist auch relativ groß, wie ihr seht. Das erstreckt sich auch hier durch mehrere Kammern. Und durch diese Kammern habt ihr dann natürlich einen etwas längeren Weg vor euch. Kommt ihr dann natürlich auch in andere Ebenen. Allerdings seht ihr hier, das ist wirklich wieder ein sehr, sehr großer Bereich. Und falls ihr Mods verwendet, die für Dinos da sind, dann denke ich mal, dass ich meine, ich kenne nicht alle Dino-Mods, aber die meisten benutzen den Grassland Spawner dafür, um dort ihre Dinos eben spawnen zu lassen aus den Mods. Dann wäre das hier der Bereich, wo ihr die dann wahrscheinlich finden könnt. Und wie ihr seht, also praktisch ist der zweite Untergrund eine komplett riesige Höhle. Also alles spielt sich hier höhlenmäßig ab. Sobald ihr durch die Schädelhöhle hier in diese Gebiete vordringt, seid ihr eigentlich nur noch in großen Höhlen unterwegs. Das ist dann also praktisch wie auf Aberration der Untergrund, nur mit dem Unterschied, dass es hier halt Gebiete gibt, wo ein Tag-Nacht-Zyklus existiert. Allerdings sind die Gebiete eher selten, sondern das meiste hier habt ihr dann immer Tag. Das heißt vor allem für Spieler, die nicht gerne diesen Tag-Nacht-Wechsel haben, dann seid ihr hier in diesen Gebieten richtig. Aber ihr seht, dieses Gebiet habe ich extrem groß gestaltet, weil ich mir eben gedacht habe, da doch einige gerne diese Dino-Mods benutzen, wo dann eben die Modder ihre eigenen Dinos mit reinbringen. Und hier kommt ihr dann auch in ein sehr interessantes Gebiet, wenn ihr diesen gesamten Bereich hinter euch gelassen habt. Das hier ist dann das kleine Paradies. Hier leben nur friedliche Kreaturen. Hier könnt ihr also komplett ohne Gefahr euch aufhalten. Ist auch so ein Misch aus Aberration und meinem eigenen Style hier. Ne, mit den Leuchtbäumen hier an der Decke habt ihr auch diese ganzen hängenden, leuchtenden Pflanzen. Hier der Bereich ist leider auch noch nicht komplett fertig. Ihr seht, hier sind eigentlich auch noch so Pflanzen vorhanden, die leuchten sollten. Aber die sind noch nicht komplett fertig. Das wird aber wahrscheinlich mit dem nächsten Map-Update dann hier auch ein bisschen anders aussehen. Dann ist das Ganze hier etwas besser beleuchtet. Sonst habt ihr hier eben hauptsächlich Leuchtpflanzen. Und das hier ist auch ein sehr, sehr guter Ort für euch, wenn ihr diese Leuchttiere von Aberration haben wollt, weil die spawnen hier in größerer Stückzahl. Und auch dieses Gebiet ist nochmal in 3 andere Gebiete unterteilt, wie ihr hier seht. Hier sieht es nochmal dann komplett ein bisschen anders aus. Das ist also jetzt ein Bereich, der für PvE-Spieler sehr interessant sein wird, weil hier habt ihr eure Ruhe. Und durch diese Mischgebiete dachte ich mir, klar könnt ihr hier angegriffen werden, wenn ihr auf dem Server spielt. Aber so wollte ich ein bisschen Mix reinbringen für die, die eben jetzt nicht so PvP begeistert sind.
gibt es dann eben auch so Gebiete, die wirklich für PvE ausgelegt sind, wo ihr eure Ruhe habt, wo ihr bauen könnt, wo ihr entdecken könnt, wo ihr keine großen Probleme habt mit irgendwelchen speziellen Pflanzen oder so. Dann würde ich euch dieses Gebiet hier empfehlen, dass ihr ins kleine Paradies einfach geht. Da könnt ihr in Ruhe eure Sachen durchziehen. Und natürlich für alle Fans von den ganzen Leuchtkreaturen. Die findet ihr auch hier, allerdings nur die friedlichen. Hier sehen wir zum Beispiel, hier flattert gerade so ein Leuchtvogel rum. Hier findet ihr also, wie gesagt, dann die ganzen Leuchtkreaturen. Und generell leuchtet in diesem Bereich hier alles, jede Pflanze, jeder Stein, jeder Pilz ist hier also leuchtend. Das ist bis jetzt der einzigste wirklich komplett friedliche Bereich, den ich auch erschaffen habe. Allerdings, wenn euch der gefällt, dann könnt ihr mir das gerne mal in den Kommentaren von meiner Mod dalassen. Da habe ich ja mal erwähnt, beziehungsweise eine Diskussion aufgemacht, wo ihr eure Lieblingsplätze von dieser Map nennen sollt. Das heißt, wenn ihr noch mehr im Style vom kleinen Paradies haben wollt, dann teilt mir das damit. Dann denke ich, da ich noch einen Haufen Ebenen habe, die ich stylen muss und gestalten muss, dann denke ich, werde ich da durchaus noch eine Möglichkeit finden, euch das Ganze auch möglich zu machen, dass ihr noch mehr so eher friedliche Gebiete bekommen könnt. Im Moment könnt ihr halt als Mod-Abonnent noch ein bisschen mitwirken, was das alles angeht. So, hier sind wir wieder im Crystal Forest. Hier wollte ich auch mit euch hin. Nämlich, es ist auch ein versteckter Weg, darum zeige ich euch den nicht. Den sollt ihr nämlich auch selber rausfinden. Werde ich hier einfach durch die Mauer gehen und dann hätten wir hier einmal, einen Moment, lasst mich kurz überlegen, wie dieser Bereich heißt. Das war, genau, die Kammer des Schreckens ist das hier. Nee, Quatsch, die Kammer der Ängste, Hall of Fears. Und wie ihr hört, hier ist also wieder ein gefährlicher Bereich. Hier spawnen Reapers und alles Mögliche, was euch nicht unbedingt Freude machen wird, wenn ihr hier als Spieler unterwegs seid. Das hier ist dann übrigens auch ein Bereich, den ich meiden würde, wenn ich das Ganze solo spiele, ohne Team. Das hat seinen Grund, weil wie ihr hier mal kurz sehen könnt, hier existiert eine verlassene Tech-Basis. Und da könnt ihr was ganz Spezielles drin finden, was ich euch jetzt aber nicht zeigen werde, ist aber dann eher interessant für PvP-Spieler. PvE-Spieler, die können eigentlich den Bereich so ziemlich ignorieren. Ihr seht, der ist auch wieder relativ groß und diesen Bereich braucht ihr dann auch, um in die nächsten Gebiete vorzudringen. Nämlich, wenn ihr die Halle der Ängste hinter euch gelassen habt und dann in dieses nette Gebiet hier hineinkommt. Hier seht ihr, ist alles wieder so auf Hitze und Co. gemacht und das hier ist dann der perfekte Sammelpunkt für euch, wenn ihr Schwefel sammeln wollt. Den gibt es in diesem Gebiet hier im Überfluss. Hier, das kennt ihr ja auch wahrscheinlich, wenn ihr mal Extinction gespielt habt. Hier gibt es dann auch diese ganzen Schwefelquellen. Und hier gibt es halt diese Schwefelsteine im Überfluss. Man könnte hier natürlich auch eine Base errichten. Allerdings denke ich, dass ihr dann auf alle Fälle einen sehr, sehr großen Wasservorrat anlegen solltet. Weil natürlich ist es hier in der Schwefelregion dementsprechend warm.
Und so ganz ungefährlich ist die Schwefelregion hier auch nicht. Wie ihr seht, hier sind auch wieder nur die nettesten Tiere, die auf euch warten. Und der Bereich ist auch relativ groß, wie ihr seht. Und hier ist eben alles so ein bisschen schwefellastig. Also wenn ihr Schwefel braucht, dann besucht auf alle Fälle diesen Bereich, weil da kommt ihr hundertprozentig mit vollen Taschen wieder raus. So, dann sind wir jetzt hier auch schon in der letzten Kammer angekommen. Und das ist wahrscheinlich das, was auch nochmal einige von euch interessieren wird. Hier könnt ihr dann nämlich die Steinechsen finden, also den Stone Lizard. Ich denke mal, der wird zwar wieder eher interessant sein für PvP-Spieler. Das hier ist dann auf jeden Fall das Schwefelgebiet und damit sind wir eigentlich dann auch schon durch mit der Skull Island Tour. Und wie wir sehen, wir haben ungefähr eine Stunde dafür gebraucht, um hier einmal bis jetzt im Schnellverfahren euch die Map zu zeigen. Ja, ich könnte euch noch einen kleinen Spoiler bieten. Das heißt, für die Leute, die jetzt noch nicht einen unfertigen Bereich sehen wollen, die schalten jetzt am besten das Video einfach aus. Und die einen kleinen Spoiler haben wollten, auf was ihr euch in nächster Zeit freuen könnt, die bleiben einfach dran. Bisschen schade ist, aber hier haben wir den Spoiler. Also ihr seht, das Ganze ist noch nicht komplett fertig. Aber hier entsteht das Höllentor. Bis jetzt sieht das Ganze so aus. Ist also so ein Teufel, ein Dämon, der hier in diesen Felsen hockt. Und dann gibt es hier eine Lavawand. Und in dieser Lavawand wird es dann irgendwann mal weitergehen. Und hier dann unten seht ihr schon die Fläche. Das wird dann die dritte Ebene. Und die letzte Ebene. Ihr seht also, ihr habt wirklich mega viel Platz auf dieser Map, mega viel zu erforschen, zu erkunden. Ja, damit verabschiede ich mich von euch mit diesem Video. Da habt ihr die gewünschte Skull Island Tour bekommen. Wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr, wenn die anderen Bereiche fertig sind, auch nochmal so eine Tour haben wollt durch Skull Island, dann schreibt mir das unter dem Video in die Kommentare. Und dann, sobald die nächsten Bereiche fertig sind und es sich dann lohnt, nochmal ein Video zu machen, werde ich das auch für euch machen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Erforschen, beim Erkunden, beim Spielen, beim Bekriegen, je nachdem, was für eine Art von Arc-Spieler ihr seid. Und nicht vergessen, wenn euch diese Map natürlich gefällt, gebt meiner Mod und diesem Video ein Däumchen nach oben und besucht mich vielleicht auch mal in meinem Livestream. Haut rein!